Grüße euch, liebe Zuseher. Nochmal herzlich willkommen, liebe Zuseher, hier auf meinem Kanal. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Sie befinden sich in der Videoreihe Unsere Hunde und in dieser möchte ich Ihnen heute den Deutsche Doggen Boxer Mix Jester vorstellen. Ja, dieser wunderschöne Hund lebte 11 Jahre lang bei Romana in Bayern am Dorfrand, umgeben von Wiesen und Feldern. Ist im Jahre 2024 im November von uns gegangen. Wir schicken ihn aber heute nochmal raus in die Welt. Ja. Wie gesagt, Ramona lebt in Bayern und die Familie rund um sie besaß stets Hunde. Da gab es Schäferhunde, einen Irish Setter, den Alf, einen Collie-Schäfer-Mix. Ihr Vater war als Hundeführer im Wachdienst tätig. Ja, und nach dem letzten Hund, das war der Alf, als der gestorben war, ja, war die Familie etliche Jahre lang ohne Hund. Doch Sie wissen, wie das ist. Häufig fehlt da was. Ziemlich viel fehlt da manchmal. Ich kenne das auch. 2013 beschloss Ramona, sich wieder einen Hund zu holen. Zuerst interessierte sie sich für Molosser oder Bull Terrier. Ramona. Doch sie war sich nicht zu 100% sicher, perfekt für diese Kraftpakete gerüstet zu sein. So fokussierte sie sich auf deutsche Boxer. Nun, auch der deutsche Boxer ist ein Molosser. Ich hatte da schon mal eine Fachdebatte mit einem Besitzer dieser wunderschönen Hunde. Schauen Sie, ein deutscher Boxer ist ein purer Bulldog, das kann man nicht wegdiskutieren. Und Bulldogs sind nun mal Molosser. Und auch der deutsche Boxer ist ein Kraftpaket. Ähnlich wie die Molosser, die klassischen Molosser. Damit ich nicht denselben Fehler mache. Und die Bull Terrier. Doch, ich gebe ihr schon recht. Generell ist der typische deutsche Boxer vielleicht ein klein wenig entspannter zu führen oder lockerer zu führen als der typische klassische Molosser oder typische Bull Terrier. Ja, also, sie fokussierte sich auf deutsche Boxer. Auf ihrer Suche nach dieser Hunde stolperte sie über eine Anzeige, in welcher deutsche Doggen Mixwelpen eine neue Familie suchten. Puh. Zungenbrecher. Ja, sie nahm Kontakt auf, fuhr dorthin und nach dritten Besuch nahm sie schließlich Jester im Alter von knapp 10 Wochen mit nach Hause. Jesters Mutter, die Sie hier links sehen, war eine deutsche Doggenhündin und sein Vater, der ist hier rechts zu sehen, ein deutscher Boxermix. Sie schrieb mir, dass Jester ein sehr angenehmer Welpe war. Er hat ihr nie irgendetwas kaputt gebissen, zerstört, kommt häufig bei Welpen vor, wir wissen das. Und er war im Nu stubenrein. Sie begann mit Trockenfütterung, doch als er 2 Jahre alt war, stieg sie auf die Rohfütterung aufs Barfen um. Ich versuchte das bei Vito auch eine Zeit lang, doch er lehnte es mir ab, schmeckte ihm nicht. Ja. Egal wie viel Mühe ich mir bei der Zubereitung seiner Mahlzeit gab. Wir stiegen dann wieder aufs industrielle Trocken- und Nassfutter um. Tut ihm auch gut. Bezüglich gut tun. Jester war immer fit wie ein Turnschuh, hatte glänzendes Fell. Besuche beim Tierarzt waren äußerst selten. Er war ein vorzüglicher Wächter, hat sie mir geschrieben. Ein fantastischer Wächter, der zuverlässig meldete, wenn irgendetwas nicht stimmte. Egal, ob das waren Zweibeiner oder Vierbeiner. Und nicht erst einmal musste ein Fuchs um sein Leben laufen, weil er sich aufs Grundstück verirrt hatte, das von Jester bewacht wurde. Ach, bei Fremden war er mit Vorsicht zu genießen, ließ dieser aber aufs Grundstück in sein Reich eintreten, wenn Ramona dabei war. Und wenn die Chemie passte, stand auch der einen oder anderen Streicheleinheit nichts im Wege. Wenn er jemanden nicht so gern hatte, zog er sich auf seinen Platz zurück
und beobachtete das Szenario. Guter Junge. Sie hat mir geschrieben, dass es in 11 Jahren zweimal vorgekommen ist, dass sie ihn nicht von den guten Absichten des Besuchs überzeugen hat können. Nun, da musste sie ihn wegsperren. Nun, außerdem hat sie mir geschrieben, sie könne sich vorstellen, dass er ein guter Schutzhund gewesen wäre. Alles, was ich über ihn gelesen habe, bewegt mich zur Meinung, dass ich mir sicher bin, dass er das war. Ja. Chester war sehr lebensfreudig, sehr bewegungsfreudig und eigentlich immer gut drauf. Er war bei jedem Wetter mit ihr unterwegs und hat sie manchmal durch seine doch sehr präsente gute Laune an den Rand des Wahnsinns getrieben, ja, bekam ich zu lesen. Doch wusste er immer ganz genau, welche Schräubchen er drehen muss bei Ramona, damit er das bekommt, was er möchte. Unsere Hunde können da sehr gefinkelt sein. Ja. Mit Tieren kam er allgemein sehr gut zurecht. Es kam vor, dass er den Streit zweier kämpfender Hähne am Grundstück schlichtete, für Ruhe, für Frieden sorgte. Doch es konnte auch passieren, dass er draußen beim leidenschaftlichen Buddeln ganze Mäusefamilien liquidierte. Schauen Sie, unsere Hunde sind reinrassige Räuber. Hier und da blitzt mal solch eine Mordlust auf. Das ist nun mal so. Das können wir nicht wegdiskutieren, auch wenn heute in der heutigen modernen Zeit alles so gern romantisiert wird. Ja. Auch mit Hunden kam er gut zurecht. Manche mochte er nicht. Er suchte sich seine Freunde aus. Völlig normales, gesundes Verhalten. Mir war es völlig egal, ob Rüde oder Hündin. Er hatte so, bei beiden Geschlechtern hatte er Freunde, bei beiden Geschlechtern hatte er Hunde, die er gar nicht mochte. Ne? Sie passte sich dem älter werdenden Herrn an, gestattete es ihm häufig, sich selbst den Weg der Spaziergangsrunde auszusuchen. Ich kenne das gut. Ich machte den Fehler, das Vito schon vor etwa einem Jahr zu gestatten. Ist für viele kein Fehler, aber mein Hund neigt dazu, wenn man ihm den kleinen Finger hinhält, dass er die ganze Hand nimmt. Und als ich ihm vor einem Jahr, als er mir sagte, ich möchte hier nicht gehen, ich möchte da gehen, gestattete, seinen Willen durchzusetzen, ja, steigerte sich dieses Recht in ihm derartig, dass ich verdamme den Tag, denn heute ist es bei uns zur Regel geworden, dass wenn wir unterwegs sind, dass wir stets und alle 100 Meter darüber diskutieren, welche Richtung wir gehen. Ja, aber ich liebe diese Eigenschaft bei ihm. Aber wie gesagt, könnte etwas gedämpfter sein. Ne? Schauen wir mal. Jetzt lasse ich es ihm. Ist nicht so wild. Aber wir haben da öfter mal Meinungsverschiedenheiten, wenn es um die Richtung geht, wie wir heute unterwegs sind. Wenn es hart auf hart kommt, setze ich mich durch, das weiß ich. Aber die Diskussionen machen mich schon nervig. Ja, also wie gesagt, als Chester älter wurde, passte sich Ramona ihm an, ganz klare Sache. Ja, leider erlag er 2024 im November einen Tumor im Bereich der Milz und der Leber. Wir wissen alle, unsere vierbeinigen Lieblinge gehen viel, viel zu früh von uns. Das ist immer eine schwere Zeit. Ich habe das jetzt schon 3-mal erlebt bei meinem eigenen Hund, mehrere Male bei Hunden in meiner Familie. Das ist immer eine schlimme Zeit, aber Ramona kann sich ja damit trösten, zu wissen, dass ihr Hund ein fantastisches, wunderschönes Leben gehabt hat. Und ich möchte auch behaupten, dass sie eine fantastische, tolle Hundeführerin war. Ja, so viel zu Chester, liebe Zuseher. Ja, was soll ich über diesen Hund sagen? Wunderschönes Wesen, wunderschöne Optik. Bin mir sicher, dass jedem Molosser-Fan da draußen dieser Hund gefallen würde. Auch will ich ihn als geistig sehr gesund bezeichnen. Ja, alles das, was ich zu lesen bekommen habe, beweist mir ein sehr gesundes Wesen. Weder zu übertrieben ausgeprägte Dominanz Hunden gegenüber, völlig normales Verhalten. Einen mag ich nicht. Ein toller Wächter, mit dem man aber reden kann, ja, wenn man ihm vermittelt, dass der Besuch keine bösen Absichten hat. Alles in allem ein geistig sehr gesunder Hund. Auch optisch sieht er wunderschön gebaut aus, möchte ich sagen. Nicht zu schwer. Es ist ein
substanzvoller Hund, also ganz so Molosser-typisch, aber er ist nicht zu maßig. Tolles sportliches Gebäude, möchte ich meinen. Wissen Sie, an wen mich dieser Hund sehr stark erinnert? Ich habe da mal ein Video gebracht über das Projekt Deutsche Saupacker. Sehen Sie sich das mal an. Ich muss ehrlich gestehen, ich weiß nicht, ob es dieses Projekt noch gibt, ob das noch aktuell ist, ob man noch weiterarbeitet an diesem Projekt. Das ist ein sehr beeindruckendes Projekt, dieses Projekt Deutsche Saupacker. Dann sehen Sie sich Chester mal an, sehen Sie sich Deutsche Saupacker an. Ich bin mir sicher, wäre Ramona irgendwo unterwegs gewesen und hätte gesagt, das ist ein deutscher Saupacker. Selbst Profis hätten sie ihr geglaubt. An diese Hunde erinnert mich Chester sehr stark. Wunderschöner Hund. Ein Rehbock mit ziemlich langen Krickeln, geht gerade, ganz gemütlich, einen Abstand von etwa 30 Meter von uns vorbei. Na, jetzt läuft er weg, jetzt hat er uns, und jetzt sind wir ihm etwas unheimlich vorgekommen. Ja, wir haben ja jetzt beim Videodreh Mitte März aktuell wieder etwas mutiger unterwegs. Und es ist mir nicht erst einmal geschehen, dass Vito und mir von einem Rehbock gedroht wurde. Ja. Ich gesagt habe, Alter, überleg dir gut, was du magst. Ja. Davonlaufen werden wir nicht vor dir. Ja. Im Endeffekt ist es bis jetzt immer gut gegangen. Ich weiß schon, die mit ihren Kriegeln, die können ganz schön gefährlich werden. Und ich habe schon von Leuten gelesen, die durch Rehböcke aufgespießt wurden und dann an Blutvergiftung gestorben sind. Ja. Die Keime, die sie da in ihren kleinen Hörnern drinnen haben, ja, da muss man schon etwas Acht geben. Ich meine, es sind keine Bären oder Pumas, keine Frage, aber können schon einiges an Energie entwickeln. Wenn Sie da nicht aufpassen, können Sie da Ihr Hund auch schon was Anständiges mitnehmen. Ja, aber die sind jetzt schon weg. Zurück zu Chester, nochmal ein herrlicher Hund gewesen, wunderschön, gesundes Wesen, schönes Gebäude, hätte mir selbst sehr, sehr gut gefallen. Nochmal, ist eine tolle Hundebesitzerin, Ramona. Ich bin mir sicher, wenn du dir wieder mal einen Hund nimmst, ja, jeder Hund kann sich freuen, wenn er dich als Besitzer hat. Liebe Grüße nach Bayern. War mir eine Ehre, deinen Chester hier vorstellen zu dürfen. Ja, liebe Zuseher, so viel zu Chester. Ich habe mich sehr gefreut, dass Sie mir zugesehen haben. Ich würde mich natürlich freuen, wenn Sie mir weiterhin zusehen. Jetzt wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Und das war's schon wieder.